So, und damit herzlich willkommen zu Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es den zweiten Teil zu unserer Serie Wir bauen einen Weihnachtszug. Und zwar geht es heute um das Thema Technik. Und ihr seht auch schon, ich habe mir die ganzen Technikthemen quasi schon auf den Tisch gelegt. Das heißt erstmal unser ganzes Rollmaterial und vor allen Dingen dann die elektrischen Kupplungen, die wir einbauen werden und zwei beleuchtete Weihnachtsbäumchen sowie ein Funktionsdecoder. Ihr seht schon, wir haben viel zu tun. Was wir aber vermissen, ist die Lok und die schiebe ich mal ein bisschen mehr ins Bild, damit ihr da auch ein bisschen was besser seht. Weil ich würde jetzt sagen, wir starten nämlich mit eben der Lok und die müssen wir hierzu erstmal aufschrauben. Weil wir wollen natürlich jetzt hier auch die elektrische Kupplung einbauen. Deswegen drehen wir mal das gute Stück um. Und ich habe mich mal schlau gemacht. Wir haben, ich glaube, das sieht man nicht so gut. Wir haben einmal hier zwei Schrauben und hier zwischen dem Gestänge nochmal zwei Schrauben, um dann das Gehäuse abnehmen zu können. Und da haben wir jetzt sozusagen unten den Motor, hier hinten den Decoder. Und jetzt gucke ich mal, wo wir nämlich den Strom dann reinsetzen können. Drehe ich das Ganze nochmal um. Beziehungsweise als erstes baue ich mal die Kupplung aus. Zack. Ups. Genau. Okay, und dann bauen wir mal die E-Kupplung auf. Bereiten uns hier schon mal vor. Entwirren die hier. Es sind immer zwei Stück drin. Wir brauchen natürlich nur eins. Man sieht hier, das ist, jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran. Dieser Pinöppel, wo man dann in den Nebenschacht reinsteckt, den Clipser, der ist hier ein bisschen weiter oder oben als hier. Deswegen ist das sozusagen der obere Teil und das hier ist unten. Und ich mache das immer so, weil es eine Lok ist, wo keine Funktionstasten mit quasi über die Kupplung kommen. Schneide ich jetzt hier die unteren Drähte ab. Mach schon gleich weniger Kabel. Wird aber nichts weggeschmissen, die kann man immer sammeln. Jetzt schauen wir mal. Wir haben hier auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, bei der Kupplung hier unten. Jetzt sieht man, weil das Grüne hier vorkommt, immer einen Spalt. Und da würde ich jetzt gerne, wenn ich jetzt die Kupplung reinschiebe, die Kabel durch machen schon mal. Dann haben wir nämlich den ersten Punkt schon gleich erledigt. Hoffen wir mal auch, dass das klappt. Die Kupplung sich noch weiter genug ausschwenken kann, aber das scheint gut zu funktionieren. Das gleiche machen wir jetzt. So. Und das haben wir jetzt eigentlich schon.
Mehr ist es jetzt von unten nicht, ganz unspektakulär. Die Kupplung kann sich gut weit ausdehnen. Und jetzt gucken wir uns mal hier an. Wir haben nämlich jetzt hier die ganze Schnittstelle mit Decoder. Das ist natürlich jetzt alles relativ eng, wo wir jetzt da was anlöten können. Ich glaube, da würde ich jetzt sagen, als erstes machen wir jetzt mal den Decoder erstmal weg. Kann ich das jetzt eigentlich hier auch wegmachen? Das ist jetzt so. Ah, ich kann die Lampen, ja, die kann ich hier wegmachen. Dann geht nämlich hier schon mal nichts kaputt. Und den Decoder machen wir auch mal. Legen wir zur Seite. Wir haben bei Märklin normalerweise immer, das muss ich jetzt kurz herausfinden, das rote Kabel ist für den Schleifer, das schwarze ist für die Masse. Dann haben wir noch einmal die zwei, also grün und blau für den Motor und hier vorne braun und ja, so grau oder sowas ist dann wahrscheinlich für die Lichtfunktion, würde ich jetzt mal behaupten. Könnte aber auch braun sein. So, ich habe nochmal nachgeprüft. Ich habe mich vertan. Also braun und rot sind sogar jetzt wirklich nebeneinander. Also von dem her, das passt sogar. Ich habe mir gedacht, das Schwarze, aber das ist dann einfach nur der Rückfluss. Von dem her passt es, beziehungsweise wahrscheinlich von der LED. Genau, deswegen die beiden Kabel, da müsste ich jetzt eigentlich was an der Schnittstelle ranlöten. Ich bin nur, weil das alles sehr, sehr auf Spannung hier ist, wenn es da was abgeht und allem drum und dran, ich bin da ein bisschen jetzt vorsichtig. Ich glaube, ich würde nämlich dann nochmal das Gehäuse hier abbauen. Vielleicht gibt es nochmal andere Lötpunkte, weil ich habe gesehen, hier unten zum Beispiel ist nämlich ein Lötpunkt, wäre nämlich für den Schleifer. Vielleicht gibt es nämlich noch einen für die Masse, der besser ist. Und dann gehe ich lieber mit den Kabeln quasi, also mit den Kabeln für die stromleitende Kupplung, dann leider ich eher lieber hier durch, bevor ich dann da was kaputt mache. Sonst, wenn es nicht klappt, dann ist es der letzte Ausweg. Dann löten wir eine Platine rum. Wie gesagt, mache ich normalerweise auch. Aber jetzt hier, weil das alles relativ auf Zug ist und allem drum und dran, lieber mal nicht. Deswegen schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal hier wieder auf scharf. Und dann vorne das Anbauteil weg. Dann sind hier nämlich zwei Schräublis. Ich muss nur schauen, das sind nämlich die langen. So, da haben wir es doch schon. Mit der LED drin. Hier die Rauchkammertür. Ja, und es sieht jetzt besser aus. Das sieht jetzt hier zumindest jetzt echt besser aus. Da hätten wir nämlich braun zum Drauflöten mit der Lötfahne. Wäre mir jetzt einfach lieber. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Kabel dann jetzt hier durchkriegen. Bevor wir noch weiter ausbauen müssen. Aufpassen, dass wir da jetzt die LED nicht abreißen. So, ich habe jetzt das eine Kabel hier durchgezogen. Sieht man jetzt hier, ich habe es auch da befestigt, wo die anderen sind. Weil das wird nämlich unser Massekabel. Das löte ich hier an. Einfach um, wie gesagt, zu vermeiden. Hier, ich habe hier einmal Masse, einmal Schleifkontakt. Ich will jetzt nicht beide weglöten. Ich werde jetzt aber dann den einen Kontakt werde ich jetzt doch, das ist ein Schleiferkontakt, den werde ich ablöten. Und da werde ich jetzt dann eben das quasi für den Schleifer, der Strom, werde ich hier auch abschneiden. Das heißt, ein bisschen großzügiger.
Kann man aufheben. Und dann das für die Masse würde ich dann einfach hier an den Lötpunkt hier oben anlöten. So, wir haben jetzt die Lok verkabelt. Ich habe jetzt hinten schon mal den Lichtleiter hingebaut, allem drum und dran. Jetzt würde ich sagen, setzen wir noch den Rest so zusammen. Und zwar den Kessel soweit. So, und das ist jetzt die fertig montierte Lok. Hinten mit der stromführenden Kupplung. Die hat auch genügend Spiel. Also die Kabel. Also, ersten Teil geschafft. Weiter geht's mit den nächsten Wagen dann. So, als nächstes schauen wir uns den Wagen an, der ja mit Decoder ausgestattet ist und den Lampen. Deswegen gefällt mir auch ganz gut und vor allen Dingen, weil er schon einen Schleifer unten hat. Er ist ja komplett schon ausgerüstet. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das Gehäuse abnehmen können und dadurch sozusagen an die Innereien kommen. Und das machen wir mal hier, indem wir diese Noppen dann zusammendrücken. Einmal. Gucken, dass es keine Lampen dann da abbrechen. So, das war's schon. Nur vorsichtig rein. Ah ja. Genau, da sind nämlich die Lampen dran. So. Und hier ist der Lautsprecher. Und hier ist dann der Decoder dran. Jetzt schauen wir wieder da, wo wir da uns unsere Masse abgreifen können. Also ich sehe hier, innen ist auf jeden Fall, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, ich will es nicht komplett wegmachen oder muss gucken, wie wir langsam vorarbeiten. Da haben wir auf jeden Fall Masse, das ist schon sehr, sehr gut. Und hier ist Schleifer. Jetzt müssen wir nur gucken, kann ich das jetzt, ich kann das jetzt komplett hier wegmachen. Oh, das ist cool. Ah ja. Okay, das wurde ein bisschen geklebt, das macht aber nichts. Ah ja, aber das könnte reichen. Beziehungsweise rot ist hier. Okay. Jetzt machen wir als erstes mal die. Ich bin da echt ein bisschen vorsichtig.
Machen wir erstmal die Kupplungen ab. Dann haben wir hier unsere zweite E-Kupplung. Auch jetzt hier, weil das ein Stromversorgungswagen ist, der auch kein, also der hat zwar einen Decoder, aber jetzt nur, sage ich mal, einen Sounddecoder mit den Funktionen, die er nämlich dann selber hat. Schneide ich auch wie die unteren Kabel ab. Also einmal hier und einmal da. Die Kabel können wir behalten. Und dann stecken wir hier das hier schon mal da rein. Perfekt. Jetzt haben wir diese leichten Vorarbeiten. Jetzt können wir hier schauen, dass wir jetzt die Kabel hier durchbekommen. Gut, dann haben wir nämlich die jetzt schon hier durch. Beziehungsweise hier ist es noch nicht ganz durch. Weil wir müssen die hier noch. Oder müssen wir die hier durchmachen? Das ist jetzt einfach die Sache. So, jetzt schaue ich mal, weil hier ist nämlich das Schleiferkabel, das rote. Das ist dann hier festgemacht und da versuche ich jetzt das Ganze durchzufädeln. Das wäre das Einfachste, sonst müsste ich mich wieder an die Platine ran, wo ich jetzt erstmal vermeide. So, genau, und wir werden jetzt nämlich an einem der Massepunkte, ich würde nämlich gleich den hier vorne nehmen, da würde ich jetzt das Massekabel anschließen, weil die sind ja zusammen verdrahtet, alle, von dem her sollte das kein Problem darstellen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir lassen da auch ein bisschen Luft. Perfekt. Kann man auch aufheben. Und dann machen wir das hier gemütlich hin, genau. Problem ist, ich mache das mit der Schere, weil die abisolierte Zange bei dem dünnen Durchmesser von den Kabeln einfach nicht funktioniert. Deswegen nicht wundern. So, jetzt löten wir das dahin. Dann kann man nämlich das jetzt hier wieder ein bisschen mehr zumindest hier zusammensetzen, weil wir uns nämlich jetzt unten
das hier anschauen. Und zwar machen wir jetzt hier auch das hier weg. Das abisolieren. Und dann löten wir das quasi dann da rein. In den Schleifer rein. Beziehungsweise, lass uns das nicht an der gleichen Seite. Ich habe noch eine Idee. Ich würde jetzt das Kabel obwohl es ja eigentlich egal sein sollte, aber mal auf die andere Seite. Damit wir nämlich nicht aus Versehen quasi die andere Lötstelle, also nicht hier, sondern hier, nicht dann irgendwie treffen. Von dem her und dann quasi den Schleifer dann weglöten. Drehen wir mal den Wagen. Ja, das war's schon. Gut. Mehr ist es dann nicht. Bauen wir noch kurz zusammen. So, ich habe jetzt nur unten noch kurz diese Kupplungshalterung dann noch festgeklipst. Die habe ich einfach reingeklipst und jetzt wunderbar. Also es ist keine Spannung auf den Kabeln drauf. Das passt alles wirklich so weiter. Das heißt, der nächste Wagen ist auch fertig. Perfekt. So, jetzt kümmern wir uns um den gedeckten Güterwagen. Und zwar wird hier ein Decoder eingebaut. Deswegen und natürlich elektrische Kupplungen. Deswegen tun wir hier wieder die Relix-Kupplungen raus. Die Relix-Kupplungen raus. So. Und dann haben wir hier die hier. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Jetzt sind es beide Seiten gleich. Seems like. Nee, beide Seiten scheinen gleich zu sein. Das ist die Gewichtsplatte. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir wieder hier die Rocco-Kupplungen. Diesmal dürfen wir keine Seite abschneiden, weil wir natürlich jetzt durch den Decoder eben dann auch die zwei weiteren Kabel benötigen für das Schalten der Weihnachtsbäume. Also wir stecken jetzt erstmal, das geht aber schwerer immer,
kein Kabel eingequetscht habe. Genau, einmal. Die Dinger lassen wir mal liegen. Genau. Und dann jetzt habe ich hier nochmal in meinem, sagen wir so einen Decoder-Halter von einem Delta-Decoder gefunden. Vielleicht brauche ich den, weil wir müssen jetzt einen Funktionsdecoder einbauen. Da habe ich jetzt einen von Viessmann, den habe ich schon relativ lange gekauft. Oder ist schon länger her. Aber jetzt würde ich dann einfach mal den hier nehmen. Mir geht es ja nur darum, eine Funktion nachher zu schalten. Die Decoder können ja alle mal viel mehr schalten, aber geht es wirklich nur darum, eine Funktion, und das ist nur eben die Weihnachtsbäume. So, da haben wir unseren Decoder. Genau, wichtig ist DCC, sogar auch für Motorola, aber mir reicht DCC. So, jetzt will ich euch mal kurz zeigen, so ist das Anschlussschema, was für mich dann wichtig ist. Und wir brauchen natürlich Rot-Schwarz für die Gleisseite. Das ist das, was ich auch bei der Lok gesagt habe. Dachte erst, schwarz quasi ist der Gemeinserückgang, aber das ist bei Märklin natürlich dann braun. Deswegen die beiden kommen dann für die stromführende Kupplung vom Schleifer und von der Masseanschluss. Und dann werden wir weiß für AUX 1 nehmen und blau für den gemeinsamen Rückleiter, wie es dann auch hier drin ist. Nur kurz am Rande gesagt, hier weiß, blau, rot, schwarz für uns wichtig. Mehr will ich gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, das sprengt den Rahmen, aber einfach so gehe ich dann vor. Und jetzt löten wir die anderen Kabel ab. So. So. Mehr ist es gar nicht. Also wir haben für Gleis, für Funktion, für gemeinsame Rückleiter quasi, weil wir nur eine Funktion haben, ist es die einzige. Mehr brauchen wir gar nicht. Und jetzt werden wir die Anschlüsse vom Decoder werden wir jetzt crimpen, um einen Stecker draus zu basteln. Und da gibt es nämlich hier solche Teile. Und die passenden Stecker. Das heißt, man kann diese beiden hier dann zusammenstecken und dann quasi den Stecker auch reinstecken. Das kann ich euch dann nachher zeigen. Und dann hat man eine Steckverbindung selber gebaut. Ich finde es gerade in solchen Themen eigentlich nicht verkehrt. Genau, und wir machen das mit einer Crimpzange. Das ist nämlich die hier. Und bei der Größe legen wir das quasi in die Nummer 3 rein. Das seht ihr auch hier, das ist nummeriert. Und dann fangen wir jetzt mit dem weißen Kabel an. Das heißt, das schieben wir jetzt hier so rein. Gucken, dass es auf der anderen Seite nicht rauskommt. Und jetzt können wir es festmachen. Und dann, seht ihr, ist das Kabel hier fest. Und das machen wir jetzt mit jedem einzelnen Kabel. Und fertig. Und jetzt gibt es nämlich hier solche Stecker. Also solche, oder weiß nicht, wie man das dann nennt in der Hinsicht dann. Und da kann man jetzt die einzelnen Kabel nämlich reinstecken. Das heißt, wir werden es jetzt einfach der Reihe nach auch hier so machen. Und jetzt stecken wir die da rein. Wir fangen jetzt erst mit dem schwarzen Kabel an. Und stecken das hier so rein. Gefolgt von dem roten Kabel. Gefolgt von dem
blauen Kabel. Da muss dann oben quasi, ist dann so ein Noppen und die quasi klipsen sich dann fest dann nachher. Oder gleich. Ich mache es nur einmal, schiebe es erstmal hier rein. Jetzt je nachdem macht es dann Sinn, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, immer wieder so geklipst. Und jetzt sind die nämlich fest. Ich kann jetzt ziehen, wie ihr wollt. Und guck hier durch diesen Noppen oben. Das ist nämlich eingerastet und ich habe jetzt hier einen Stecker gebaut. Das heißt, dieser Decoder ist jetzt einfach mit einem eigenen selbstgebauten Stecker fertig und kann den dann nachher einfach wechseln, falls der mal kaputt geht. Und dann einfach muss ich ja natürlich nochmal neu crimpen, klar, die Sachen weglöten, aber das ist ja alles schnell gemacht. Dann ist das Thema durch. Mehr ist es gar nicht. Somit haben wir den schon fertig gemacht. Jetzt kommt der nächste Punkt, das Thema elektrische Kupplungen jetzt. Die werden wir jetzt auch verkrimpen, aber da werden wir jetzt immer 2 Pole zusammenfassen. Also ich werde jetzt nichts planen. Ich werde jetzt hier die Kabel erstmal kürzen und dann die miteinander verdrillen. Das heißt, Schleiferpol zum Beispiel zu Schleiferpol miteinander verdrillen und dann auch crimpen. Das heißt, dann haben wir hier einen Stecker, aber mit sozusagen 2 Kabel zusammen gemacht. Das heißt, der hat den Vorteil, dass wir dann jetzt sagen, hey, wenn ich keinen Decoder eingesetzt habe, dann würde ja trotzdem, weil jetzt durch die Steckverbindung dementsprechend, weil ich es miteinander verdrillt habe, würde dann in allen 4 Polen dann der Strom von A nach B oder von B nach A geleitet werden. Das heißt, der Wagen ohne Decoder läuft einfach mit, leitet aber den Strom durch. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, man macht in den Weihnachtszug einfach einen anderen Decoderwagen quasi irgendwie rein, der irgendwie nochmal besser ist oder mit anderen Funktionen, weiß der Kuckuck, was dann später mal kommt, kann ich da nicht sagen, hey, ich muss den wegschmeißen, ich muss den neu verdrillen, sondern ich baue einfach den Decoder aus. Dann klimpert halt der Stecker quasi im Gehäuse rum, aber den sieht man ja eh nicht. Und dann kann man den einfach weiter benutzen. Oder wenn auch mal der Decoder kaputt ist oder sowas, dann leitet der trotzdem Strom, dann funktionieren die Funktionen vielleicht nicht mehr, aber man kann ihn noch fahren lassen. Mir ist nie ein Decoder jetzt in der Hinsicht während der Fahrt jetzt so kaputt gegangen, aber das sei mal dahingestellt. Man hat ja vor, das Hobby noch ein paar Jahrzehnte zu machen. Und von dem her ist es jetzt so meine Vorgehensweise, wo ich mir vorstellen könnte, dass das eigentlich eine ganz coole Sache ist. Deswegen erstmal sind die Kabel zu lang. Deswegen schneide ich die mal alle ab. Und zack, weg. Das heißt, da haben wir schon mal auf jeden Fall einiges weniger Kabel. Ich würde trotzdem ein bisschen gern mehr behalten, einfach, dass es ein bisschen einfacher ist und flexibler ist. Schauen wir mal, funktioniert es trotzdem? Naja, guck mal. Anritzen kann man schon mal. Ah, es funktioniert doch. Beziehungsweise nicht immer gut. Dafür sind die Kabel einfach zu klein vom Durchschnitt her. Aber ein bisschen hilft es uns. So, jetzt haben wir die anderen auch schön lang gelassen. Und jetzt geht es darum, immer die einzelnen betreffenden Paare zu verdrillen. Mehr mache ich nicht, werde die nicht zusammen löten, allem drum und dran, weil durch das Crimpen werden die festgehalten. Wir machen ja keine hier Zugbelastungsprobe, von dem her passt es dann.
Jetzt fangen wir mal an. Und zwar mit, das ist unten mit unten. So, mehr ist es gar nicht. Sieht jetzt, ich weiß, sehr rudimentär aus. So, und jetzt diesmal nehmen wir eben die Stecker und legen die jetzt auch wieder in die 3 rein und fangen jetzt wieder mit dem ersten an. Deswegen habe ich auch ein bisschen die Kabel länger gelassen, weil jetzt müssen wir die auch wieder hier reinstecken. Gucken, dass die hier durchgehen. Und dann haben wir Stecker Nummer 1 gemacht. So. Das war's schon. Und jetzt haben wir wieder hier so einen Stecker. Was jetzt nur wichtig ist bei der ganzen Sache, jetzt haben wir hier alle zusammen gemacht. Die sind alle miteinander verbunden. Das ist wunderbar. Aber jetzt müssen wir uns festlegen, quasi in welche Richtung das Ganze fließt. Weil wir haben jetzt ja einen Decoder und es ist der dann aus einer Digitalwechselspannung eine Gleichspannung macht. Deswegen ist die Verpolung auch dementsprechend dann wichtig. Und jetzt habe ich mir ein System überlegt, wo ich dann unten solche Kleber hinmache. Die gibt es im Schreibwarenhandel zu kaufen. Ist noch ein bisschen, also habe ich bisher immer in den letzten jetzt 4 Jahren, 5 Jahren gemacht, hat bis jetzt immer funktioniert. Manchmal muss man mit dem Kleber nochmal nachhelfen. Man kann auch was draufschreiben. Ich weiß noch nicht, bei mir ist halt immer die Sache, falls man mal was verkauft und rückbaut, dementsprechend von Anhängern, und wenn man dann sagt, man geht mit Edding oder sowas, dann sind die halt immer, ist es fest draufgeschrieben. Deswegen, da will ich noch ein bisschen überlegen. Mir taugt das erstmal ganz gut. Man braucht auch zum Teil glatte Stellen oder muss es halt nochmal mit Kleber dann nachhelfen. Das mache ich vielleicht dann auch nochmal. Aber warum denkt ihr jetzt dann, warum Rot und Grün alles so weiter? Rot heißt bei mir, ist diese Seite ist sozusagen hinten, die hier vorne, also in Fahrtrichtung. Das ist auf allen meinen Wägen, außer jetzt natürlich dann solche Wägen, die nur auf einer Seite eine elektrische Kupplung haben, wo es dann einfach klar ist, in welche Richtung sie angehängt bekommen. Oder auch bei Loks ist es dann klar, aber auch nicht, wenn natürlich auf beiden Seiten elektrische Kupplung ist, dann ist natürlich wieder nicht klar. Weil das ist wirklich essentiell, weil ja auch natürlich dann, wenn dann 2 Loks, wenn du auch natürlich einen Schleiferwagen hast und der eine geht natürlich auf Plus und die Lok selber auf Minus, hat man natürlich einen Kurzschluss. Deswegen ist das wichtig. Das heißt, weil wir jetzt hier einen Decoder einbauen, ist es nachher wichtig, ob links Plus, rechts Minus ist oder umgekehrt. Und deswegen wird dieser Wagen hier vorne Richtung Lok. Das heißt, eine Lok hat immer sozusagen Schlusslichter, so habe ich mir es gemerkt, rot. Deswegen ist die dann rot und hier kommt grün auf rot dementsprechend. So sind die immer miteinander verbunden. Und so kann ich mir das Ganze dann merken. Das ist mein System. Bitte macht ihr euer eigenes. Also wenn ihr es natürlich gerne übernehmen wollt, bitte übernehmt es. Also ihr habt überhaupt keinen Schmerz mit. Vielleicht wird sich das auch noch ändern. Muss ich mal schauen. Aber so ist es, hat sich das bisher auf jeden Fall ausgezahlt. Wenn gleich, wie gesagt, die Kleber manchmal, wie gesagt, nochmal irgendwie mit Heißkleber festmachen. Aber Heißkleber bekommt man auch wieder gut runter. Und weil ich jetzt weiß, wo grün, wo rot ist, kann ich mir jetzt hier schauen, welche Seite wir sozusagen wo hernehmen. Das ist oben. Und so werde ich jetzt Schritt für Schritt hier die Sachen einfädeln, analog eben zu dem hier.
Also ich weiß zum Beispiel jetzt, weil ich den jetzt da eingefädelt habe, das ist bei mir oben rechts, und das ist bei mir die Masse vom Motor. Oder die Masse von den Schienen. Das heißt, als nächstes brauche ich oben links das ist dann der Schleiferkontakt. Oh, habe ich das jetzt so? Passt. Als nächstes kommt dann die Masse vom Decoder. Die ist dann wieder rechts. Das ist, was übrig bleibt. Und links ist dann der AUX-Pol. So. So, sieht jetzt sehr, sehr wild aus, ich weiß, aber so haben wir jetzt unsere eigene Schnittstelle gebaut. Eben gerade mal so eine vierpolige Kupplung, der eine oder andere kennt es vielleicht, hat da vielleicht auch damit zu kämpfen. Aber mehr ist es dann gar nicht. Das heißt, wir haben es jetzt so verdrahtet und können jetzt hier ganz einfach den Decoder ranstecken. Haha, ganz einfach. Es geht manchmal ein bisschen schwerer. Klack, hat's gemacht. So. Passt, mehr ist es nicht. Jetzt bin ich am Überlegen, weil wir haben nämlich, damit der Decoder nicht einfach immer so rumlummelt, sonst bin ich am Überlegen, weil ich habe hier noch so einen Delta-Halter, ob man das noch irgendwie dementsprechend vielleicht gebrauchen kann. Dass man den dann quasi dann da irgendwo draufklebt mit Band. So, ich würde jetzt hier noch Klebeband abschneiden. Mache daraus einmal ein doppelseitiges. Und klebt es auf den ehemaligen Delta-Decoder drauf. Genau. Dann kann ich das nämlich hier so ein bisschen reinsetzen. Dann sieht es wenigstens ein bisschen sauberer aus. Eigentlich könnte man und dann ist es eigentlich soweit ganz fertig. Es muss jetzt auch nicht super fest sein. Kommt da eh das Gehäuse jetzt dann drauf. Gut, und jetzt machen wir einfach das Gehäuse wieder drauf. Gucken wir, dass wir keine Kabel einklemmen. Gerade diese Seite ist ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen. Obwohl, das geht, glaube ich, sogar.
Passt. Mehr ist es gar nicht. Die Kabel bewegen sich auch, beziehungsweise wir können nochmal hier ein bisschen uns nachhelfen. Und hier ist jetzt unser Kabelwust drin. Brauchen wir aber auch nicht, der muss nicht auf sein. Von dem her passt es super. Nächster Wagen. So, jetzt ist nämlich der nächste Wagen wieder dran. Der letzte zweiachsige Wagen quasi. Machen wir unten wieder die Kupplungen weg. Und das wird jetzt unser Geschenkewagen. Also da kommt dann ein Berg voller Geschenke rein. Deswegen eine Beleuchtungsfunktion gibt es nicht. Das heißt, wir werden alle Kabel quasi durchleiten von der elektrischen Kupplung. Und wir werden aber, weil die sonst nämlich dann hier reinhängen und es hier jetzt nicht so viele Möglichkeiten gibt, die Kabel wirklich gut zu verstecken, werden wir jetzt hier Löcher reinbohren. Von dem her, das ist jetzt der Plan, weil eben dieser Geschenkeeinsatz, den machen wir selber. Deswegen stört es gerade gar nicht, wenn dann da innen drin einfach dann Kabel sind. Man kann den Einsatz dann einfach rausnehmen und kommt dann auch dran. Auch hier werden wir wieder unser Crimp-Werkzeug nehmen. Und ich glaube, das macht das Ganze dann eigentlich ganz cool. Jetzt würde ich sagen, sogar bevor wir jetzt hier anfangen, mit sozusagen jetzt die Kupplungen reinzubauen, werden wir jetzt hier wieder Löcher reinbohren. Also das heißt hier durch, weil wir es beim letzten Mal auch gemacht haben, das heißt dann, wenn hier die Kupplung reingesetzt wird, machen wir hier und hier ein Loch, genauso auch auf den anderen beiden Seiten. Und dann kommen wir natürlich dann auf der anderen Seite raus. Aber wie gesagt, durch die Geschenke macht das alles nichts. Ah ja, das geht sehr einfach sogar hier. Genau, einmal. Ich habe mir das jetzt länger vorgestellt, aber umso besser. Also, dass man länger jetzt dann für die Löcher braucht. So. Und ihr seht 4 Löcher. Ja, das war es sogar schon. Also von dem her, das war jetzt wirklich entspannt. Können wir hier noch ein bisschen das noch so ein bisschen Zeug, das man hier so wegmachen kann, was so übersteht. So. Und jetzt geht es wieder an die Kupplungen.
Gucken wieder, dass das kürzere Ende oben ist. Einmal. Zweimal. Und jetzt stecken wir die Kabel einfach wieder durch die Löcher durch, die wir jetzt gerade gebohrt haben. So, das war's schon. Also, beide Kupplungen sind dran montiert und alle Kabel sind jetzt oben. Jetzt machen wir wieder genau das gleiche wie beim Decoderwagen, bei dem geschlossenen Güterwagen. Wir werden jetzt uns dann Stecker crimpen, also selber Steckverbindungen schaffen. Nur, dass hier diesmal kein Decoder ist, weil wir den ja schon verbaut haben. Das heißt, wir werden einfach nur alle Stromsignale quasi von Kupplung A nach Kupplung B weiterleiten. Ach ja, das Crimp-Dinger, das sieht sozusagen so aus. Man muss die quasi immer rausbiegen. Die brechen dann raus. Von dem her so sieht es noch ein bisschen geordneter aus. Das sind jetzt die dazu passenden Stecker. Und jetzt gucken wir mal, da ist jetzt Kleber dran. Hier. Man muss hier quasi dann einfach hier so rausbrechen. Ganz interessantes Konzept, finde ich. Aber hilft einem gerade bei so kleinen Steckverbindungen. Die habe ich auch zum Beispiel beim IC1 gemacht, um dann, weil die elektrische Kupplung 2 Pole hat, generell vom ICE-System oder vom alten IC1, IC2-System von Märklin. Jetzt bei dem natürlich ICE3, IC4 sind natürlich viel mehr Pole. Aber da habe ich dann auch einfach mit einem Stecker quasi die Masseverbindung weitergeleitet, weil der andere Pol ist für die Innenbeleuchtung und der andere für den Schleifer. Und dann braucht man noch einen, um dann eine saubere Stromverbindung zu gewährleisten zu können zu den Loks, und habe dann immer zum hinteren, so zum nächsten Wagen, was an den Triebköpfen dann ist, immer auch eine Steckverbindung mit, also mittels Crimpzange realisiert, um dann, dass die Triebköpfe nicht anhalten. Weil nach längerer Laufzeit ist mir aufgefallen, bleiben dann gerne die Triebköpfe stecken, weil sie dann verschmutzt sind. Also die Masse, also die Räder dementsprechend sind dann verschmutzt. So, und jetzt schneiden wir uns das hier ab. Zack. Genau, dann machen wir einmal. Zack. Wir dürfen ruhig mehr Kabel drin sein. Das stört überhaupt nicht. Die werden nachher alle ja durch Geschenke verdeckt. Und der Vorteil ist auch, wenn man ein bisschen längere Kabel hat, jetzt angenommen, man sagt irgendwann mal, Moment, ich möchte parallel zu den Weihnachtsbäumen auch noch ein, ich sage jetzt einfach mal, beleuchtetes Geschenk, dann hier haben und zum Beispiel dann ein Kind, was eine Taschenlampe hat und auf dem Geschenkewagen sein Geschenk schon sucht, jetzt einfach mal so mal dahergesprochen. Das muss es nicht jetzt alles am ersten Mal sein, wenn wir den Weihnachtszug bauen, aber so ein Weihnachtszug kann sich ja auch mal ändern, dass man mal sagt, es gibt vielleicht neue Sets irgendwie von den namhaften Zubehörherstellern und genau das springt einem ins Auge, dann kann man das ja noch nachträglich bauen. Wie gesagt, eine Eisenbahn oder auch die Züge müssen ja nie fertig sein, sonst kann ja immer mal eine Weiterentwicklung kommen oder es gibt mal eine andere Lok auch vorne dran. Deswegen
mache ich die Loks, sind alle quasi auch von der Verbindung her gleich zum nächsten Wagen. Oder fast gleich, es sei denn, sie haben ein paar, ganz wenige haben einen Decoder, wo sie auch dann schon die Lok selber, die Innenbeleuchtung dann schalten kann. Aber in der Regel sind es ja Soundloks, die dann, wenn man die fertig kauft, die dann keinen separaten ausleitfähigen Pol haben, wo man quasi noch was anschließen kann. Und deswegen braucht man meistens noch irgendeinen einen Funktionsdecoder. Deswegen gerade so im Steuerwagen oder im Güterwagen-Segment braucht man ja dann eigentlich eher weniger was. Es sei denn, man hat dann Schlusslichter oder dergleichen. Aber muss auch nicht unbedingt ein Decoder sein, sonst macht man auch dann einfach einen Schleifer dran oder zieht den Strom dann durch und dann leuchtet die Lampe eben immer und ist nicht schaltbar. Es gibt dann auch Schlimmeres. So, das war's dann schon. Suchen wir uns wieder Stecker raus. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir natürlich dann den gleichen Pol erwischen. Das ist immer wichtig. Und dann ist das Thema dann fest. So, mehr ist es gar nicht. Also wir legen den Stecker einfach alle da rein. Wir können die Kupplungen austauschen bei Bedarf. Sozusagen müssen wir einfach die Stecker wegmachen. Auch die Kupplungen haben sehr viel Spielraum. Und wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, nachher, wenn wir dann in die Ausschmückungsrunde gehen, in Teil 3, wird es ja alles mit Geschenke gefüllt. Und das kann man auch abnehmen dann nachher, falls irgendwas ist. Deswegen und extra, wie gesagt, mehr Kabel dran gelassen, dass man gut rankommt, auch zum Crimpen, respektive auch, falls man irgendwann mal in den Funktionsbereich quasi, in die Innenbeleuchtungsschaltung, da Strom sich abzweigt und dann zum Beispiel nochmal, ich sage jetzt einfach mal, ein Kind mit Taschenlampe, was auf dem Geschenkeberg sein Geschenk schon mal sucht, vielleicht dann nachträglich mal einbaut bzw. nachrüstet. Ja, das wäre es dann schon. So, als nächstes kümmern wir uns um die Flachwägen. Das sind nämlich jetzt die beiden, die noch übrig sind. Bei einem ist einfach auch ganz normal, der Strom wird durchgeleitet. Der Vorteil ist auch, wir haben jetzt hier unten so diese Sichtschutzdinger, das heißt dann, sage ich jetzt mal, also diese Stahlstreben, sage ich jetzt mal im Vorbild. Und deswegen da unten drunter können wir dann quasi den Stecker reinlegen und auch festkleben, entweder mit einem kleinen Stück Heißkleber oder Klebeband. Und mal schauen. Ich würde jetzt aber den Wagen hernehmen, um dann auch die Weihnachtsbäume drauf zu machen. Das wird jetzt ja vor allen Dingen spannend. Und genau dieses Loch, also es ist alles Metall, aber hier haben wir einmal eins. Ich weiß nicht, warum sie das eingebaut haben. Da würde ich zum Beispiel ein Loch bohren, um die Weihnachtsbäume dann oder die Kabel der Weihnachtsbäume durchzustecken. Soweit zur Theorie. Wir basteln auch mal hier die Weihnachtsbäume aus der Verpackung. So, ich habe jetzt die Bäumchen ausgepackt. Und jetzt geht es darum, hier ein Loch zu bohren, um dann eben die Kabel der Weihnachtsbäume zur Kupplung führen zu können. So. Mehr ist es gar nicht. Das sieht auch immer sehr, sehr sauber eigentlich dann aus. Ich würde es nur einmal drum lassen, einmal drum gewickelt, weil dann nicht so viel Zug drauf ist. Direkt auf die LEDs. Das mache ich immer so, man sieht es auch nicht, aber sonst ist man direkt quasi an der Lichterkette dran und wenn man dann jetzt immer dran zieht, dann kann sein, dass man dann die auch kaputt macht.
und so. Heißkleber. Genau, das ist nämlich der erste Baum. Und da lassen wir auch mal, das lassen wir so. Und stecken die anderen beiden dann da rein. Die Kupferlackdrähte, die werden natürlich dann nachher, also so stelle ich mir das nachher dann vor in der Ausschmückung, wir werden hier überall so ein bisschen Erde drauf streuen, dementsprechend und die damit ein bisschen einbauen. Das heißt, man sieht die auch nachher gar nicht mehr. Und dann ist es, glaube ich, eine runde Sache. Das ist quasi wie so ein Waldboden auf einem Anhänger. Von dem her, ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Und dann krimpen wir nachher dann wieder. Also wir machen uns die Kupplung, setzen wir hin und dann krimpen wir wieder die Stecker fest und es ist eine runde Sache. So, und jetzt kleben wir einfach die Weihnachtsbäume fest. Und zwar, das mache ich mit Heißkleber. Das geht nämlich sehr, sehr schnell. Und wir können die auch wieder ablösen, falls jetzt irgendwas sein sollte. Perfekt. Genau, mehr ist es nicht. Sitzen. Und wie gesagt, wird ja nachher noch alles dekoriert. Und jetzt haben wir unten unsere Kabel. Der ist von dem einen Baum, der ist von dem anderen Baum. Was wir natürlich noch brauchen, ist wieder Kupplungen. Und die stecken wir natürlich wieder links und rechts rein. Okay. Ihr seht, wir haben einiges an Kabel, aber das macht nichts. Hier würde ich nur jetzt die Kabel unten lassen, weil oben, das macht dann irgendwann mal keinen Sinn. Die führe ich so um das Drehgestell rum. Das ist jetzt nicht das Problem. Weil jetzt dann, natürlich könnten wir jetzt auch wieder hier Löcher reinbohren, nach oben das Ganze machen und dann quasi wieder rein. Man könnte es auch verdecken, aber auch mit dem ist dann schon ein bisschen arg viel Kabel. Deswegen würde ich das jetzt alles sogar unten belassen. Und jetzt auch, wenn die am Drehgestell da sind, da ist jetzt so viel, ihr seht, da ist so viel Luft dran. Und so arg sieht man das auch gar nicht. Besonders muss man ja auch nachgucken, wie es aussieht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es problematisch ist und wir können dann auch nachher nochmal sonst die Drehgestelle abmontieren. Kurz, die sind mit einer Schraube festgemacht und dann einfach nochmal hinkleben, dass sie eben nicht so rausgucken. Das muss man sehen, ob es nötig ist oder nicht. Oft ist es mir lieber, wenn sie ein bisschen freier sind, was ich dann auch anpassen, je nachdem wie der Wagen sich dann bewegt.
Aber das werden wir dann alles sehen. Zack. Perfekt. Dann brechen wir uns wieder die Stecker raus. So, und jetzt müssen wir uns jetzt hier wieder markieren, was vorne und was hinten ist. So. Weil jetzt natürlich hier wieder wichtig ist, wie rum der Wagen ist. Und sozusagen erst jetzt hier muss hier an die Lok angeschlossen werden. Und hier hinten können weitere Wagen dann kommen, dass ich dann einfach weiß, wie rum ich die Weihnachtsbäume wieder polen muss. So, ich habe jetzt hier die beiden Kabel verdrillt. Also einmal von einem Baum dementsprechend und mit der Kupplung. Und die werde ich jetzt jeweils immer zusammenkrimpen. So, und ich habe jetzt gerade noch nachgeprüft, weil das natürlich immer nicht einfach ist bei den Christbäumen, weil diese Kupferlackdrähte natürlich keine verschiedenen Farben haben. Aber ich habe es nachgeprüft und jetzt die dementsprechend ebenso verdrillt. Und dann machen wir das jetzt hier noch fertig. So, ich habe jetzt den Wagen soweit finalisiert, deswegen, ihr seht, unten habe ich jetzt den Stecker quer hingebaut, habe nochmal die Seiten kurz isoliert, das einfach mit Klebeband hingeklebt. Für mich reicht es erstmal. Wichtig ist immer, dass die Kupplungen gut Spiel haben und der weitere Verlauf wird dann zeigen, wenn dann, wie dann auch der Zug dann fährt. Man muss ja eh dann immer testen. Und dann vor Weihnachten bis auch dann Januar wird der Zug auf der Anlage sein. Da wird man auch sehen, ob irgendwas nicht funktioniert oder sich irgendwas abscheuert. Aber das sieht eigentlich alles sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, die Kabel haben alle Platz. Hier schauen sie ein bisschen raus. Weiß aber nicht, ob das nachher dann im Betrieb auffällt. Sonst, wie gesagt, montiere ich auch noch mal die Dinger dann ab, die Drehgestelle, und dann passt es. Ich glaube, da ist noch mal ein Haaren, genau. Von dem her, wieder was gemacht. War jetzt, ja, es ist ein bisschen aufwendiger gewesen, aber ich glaube, das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Wir werden es danach auf der Anlage auch mal angucken. So, und jetzt haben wir den letzten Anhänger. Wieder ein Flachwagen, also genau der gleiche. Wir packen wieder die
stromführenden Kupplungen aus, klipsen die schon mal ran, weil die Wagen werden auch generell ohne Kurzkupplung sind die bei mir angekommen. Also von dem her können wir es einfach reinstecken. Und dann montieren wir hier die Kupplung rein und dann krimpen wir die auch wieder und bauen uns dann einen Stecker und verbinden die miteinander und glaube ich, dann ist es ganz gut. Auch bei dem Wagen ist jetzt hier keine Kennzeichnung notwendig, weil es bei dem Wagen jetzt egal ist, wie rum er gedreht ist, weil wenn man die Kabel natürlich nur durchleiten, dann nicht so verkehrt, nicht? So, jetzt gucken wir mal wieder. Wir haben hier Kabel, hier Kabel, hier Kabel und hier Kabel. Dass die lang genug sind. Haben wir einmal hier. Und hier. So. Dann brechen wir uns wieder Stecker raus. So, perfekt. Okay. Dann wir haben es wieder auf die 3 eingelegt und arbeiten uns wieder Stück für Stück vor. So. Dann suchen wir uns wieder hier Viererplättchen raus. Jetzt schauen wir mal. Dann machen wir auch so wie der andere. Komm, dann machen wir auch so wie der andere. Und ich würde jetzt hier sogar als Schutz das hier so drüber machen. Schauen wir mal, jetzt ziehen wir noch mal ein bisschen an den Kabel, weil ich die hier zum Teil natürlich ein bisschen festgeklebt habe. Das macht aber überhaupt nichts. Weil man die natürlich durch den Kleber ganz einfach ziehen kann. So. Okay, super. Dann ist der Wagen auch fertig. Und ich würde sagen, ihr seid bestimmt genauso gespannt wie ich, weil wir haben jetzt alle Wagen
mit elektrischen Kupplungen bestückt, mit Decoder, mit Lampen etc., allem drum und dran. Deswegen kommt, lasst uns doch auf die Anlage schauen und mal gucken, wie der Zug funktioniert. Bis gleich, ich nehme euch mal eben mit. So, und nun willkommen zurück auf der Anlage. Ihr seht, die Christbäumchen leuchten. Ich habe die schon angeschalten. Ich habe den Zug auch soweit in Rockrey eingepflegt. Und ich will einfach sagen, um euch zu zeigen, was der Vorteil ist, wenn man einen Schleiferwagen hat. Ich habe jetzt hier mal ein Stück Papier und den würde ich jetzt einfach hier mal komplett unter die Lok schieben. Das heißt, ihr seht, die Lok ist komplett drunter und trotzdem leuchten die Lampen, auch hinten vom Gepäckwagen. Man sieht es ein bisschen leicht, also hier hinten. Und das ist der große Vorteil jetzt, wenn man halt sowas macht. Das heißt, auch die ganze Zugverbindung funktioniert. Alle Wagen haben wir auch richtig rum verkrimmt, sage ich jetzt mal so, und auch richtig gelötet allem drum und dran. Das heißt, es funktioniert. Das heißt, die Lok bekommt von sich selber Strom und auch von hinten vom Packwagen. Der Decoderwagen kommt auch von Packwagen oder von der Lok Strom. Also alles wunderbar. Ja, und mit diesen Bildern und mit diesen Worten verabschiede ich mich bei euch. Hoffe, euch hat dieser kleine Technikeinblick jetzt wie von Wir basteln einen Weihnachtszug gefallen. Ja, und im dritten Teil werden wir uns dann um die Ausschmückung kümmern. Das heißt, der Zug, wie ihr seht, ist noch relativ karg. Wir wollen natürlich dann auch ein bisschen weihnachtliches Flair reinbringen. Deswegen, das schauen wir uns dann im dritten Teil an. Aber jetzt ging es ja hier um das Thema Technik und wie ihr seht, es funktioniert alles wunderbar. Ich freue mich auch mega drauf. Endlich hat es auch zeitlich geklappt, einen Weihnachtszug zu basteln. Freue mich dann, wenn er dann fertig geschmückt auch die Anlage unsicher macht, sage ich jetzt mal so. Und wie gesagt, auch das Basteln hat alles Wunderbärchen geklappt, wie man so schön sagt. Und freue mich dann auf den dritten Teil mit euch. Super, dann bis dahin und macht's es gut. Tschüss.